Ja, Joe Biden ist weg, aber sonst sind noch ziemlich viele Fragen offen. Und genau über die möchte ich jetzt sprechen mit Paul Ronsheimer, unserem Reporter. Paul, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Ja, nun, Kamala Harris ist zumindest die Wunschkandidatin von US-Präsident Joe Biden. Sie hat jetzt auch relativ schnell viel Unterstützung bekommen seitens der Demokraten. Auch die Spender sind offenbar on fire. Aber so richtig gesetzt ist das noch nicht. Wie geht das jetzt weiter? Nein, gesetzt ist es noch nicht. Ich würde auch sagen, dass durch die Unterstützung, die sie jetzt von relativ vielen Senatoren und Gouverneuren bekommen hat, direkt nach der Bekanntgabe und auch von der alten Garde, sage ich mal, also unter anderem von Hillary Clinton und Bill Clinton, stehen ihre Chancen nicht schlecht, dass sie am Ende es werden könnte. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, es gibt auch noch einige in der Demokratischen Partei, die das offenbar nicht so sehen, zumindest nicht so sehen, dass man jetzt Harris einfach als gesetzt sehen sollte. Dazu zählt Barack Obama, der den Schritt von Joe Biden begrüßt hat, seinen Respekt geäußert hat in Richtung Biden, aber für ein offenes Verfahren ist und eben Harris nicht direkt unterstützt hat. Das Gleiche gilt, da muss man abwarten, für Nancy Pelosi. Also sie hat zumindest bislang nicht sich bekannt und gesagt, dass sie für Harris eintritt. Ich denke, bei den Demokraten gibt es da zwei Denkmuster. Das eine wäre zu sagen, wir brauchen jetzt eine schnelle Entscheidung. Wir brauchen Harris, weil sie auch das Geld, das Spendengeld einfacher bekommen könnte, dadurch, dass sie eben in diesem Rennen schon war. Und es wäre einfacher, eine Kampagne jetzt zu planen. Diejenigen, die anders argumentieren, die dagegen sind, sagen, das wäre jetzt genau das Falsche, wenn die demokratische Elite vorgibt, was die Demokratische Partei machen sollte. Also vielleicht vergleichbar ein bisschen wie bei der Suche in Deutschland lange Zeit bei der SPD nach einem SPD-Chef, ja, wo es ja auch früher so war, es gab einen, der hat gesagt, ich mach's, und dann haben die Delegierten abgestimmt. Aber mittlerweile gibt es da auch ja immer wieder offene Verfahren und dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt um die Mitglieder zu buhlen. Und da gibt es auch einige, die da einen Vergleich nach Großbritannien ziehen, zu Keir Starmer zum Beispiel, der jetzt Premierminister geworden ist, der auch so aus einer Basis heraus entstanden ist. Und eigentlich ist es gerade bei linkeren Parteien so, dass das momentan im Trend ist. Also diese zwei Denkmuster gibt es. Auf der einen Seite, wir brauchen jetzt schnell die Kandidatin Harris, damit wir durchziehen können, damit es funktioniert. Und auf der anderen Seite die Warnungen, die sagen, naja, wir sollten es offener machen. Und dann das Denkmuster natürlich, dass Harris es vielleicht nicht schaffen könnte gegen Donald Trump, weil ihre Umfragewerte nicht gut sind, so argumentieren ihre Kritiker, und auch die Themen, die sie besetzt, aus Sicht der Demokraten große Gefahren bergen. Zum Beispiel, dass sie ja unter Joe Biden für Migration zuständig war und dass Donald Trump sich dann direkt auf sie einschießen könnte. Ja, das ist ja ein Zwiespalt, weil ich meine, die Zeit für ein langes Verfahren wie bei der SPD für die Regionalkonferenzen ist einfach nicht mehr da. Und ich meine, die Republikaner, die stoßen ja genau auch in dieses Horn, sagen, das ist jetzt Betrug, die Frau ist überhaupt nicht legitimiert. Aber könnte nicht ein dritter Punkt dazukommen, den hast du schon angedeutet, ob man nicht vielleicht auch daran zweifelt, dass Kamala Harris die richtige Frau jetzt an dem Posten ist? Daran wird definitiv gezweifelt in der Demokratischen Partei. Das höre ich auch von Leuten, die sich dort auskennen, die sagen, dass in den letzten Jahren eben bereits gezweifelt wurde, ob Harris denn eine Chance hätte. Wir dürfen nicht vergessen, bei der ersten Wahl von Joe Biden hieß es immer, er nimmt jetzt Harris als Vizepräsidentin und dann bei einem zweiten Term könnte sie antreten. Joe Biden wollte es dann erneut machen. Und da kann man dann auch sagen, wohl auch, weil er es Harris nicht zugetraut hat, zumindest zu dem Zeitpunkt, gegen Donald Trump anzutreten. Und dann gibt es ja noch etwas, wo ich sagen würde, die Demokraten haben eine offene Flanke, nämlich die Frage, was mit Joe Biden passiert. Bislang hat er sich lediglich in den sozialen Netzwerken, erst bei X, dann bei Instagram und Facebook geäußert. Er hat bislang keine Fragen beantwortet. Er hat nicht beantwortet in diesem Statement, warum er denn jetzt wirklich zurückzieht. Er sagt im Sinne der Demokratischen Partei, aber kann er sich hinstellen und sagen, meine Umfragewerte sind gerade nicht so gut, deswegen mache ich es nicht. Oder aber wird er auch auf gesundheitliche Probleme dann zu sprechen kommen? Tut er das? Wird der Druck sofort von der Republikanischen Partei kommen, dass man sagen wird, jetzt muss er auch zurücktreten? Tut er das nicht, wird der mediale Druck und die Debatten darum trotzdem bestehen bleiben. Also die Demokratische Partei ist in vielen Fragen da in einer Zwickmühle. Und ja, auch wenn es einerseits vielleicht eine Art Befreiungsschlag war für viele jetzt, dass Joe Biden zurückzieht, es gibt dort sehr, sehr viele offene Fragen.
Paul, vielen Dank für diese Analyse. Ja, es sind da wirklich viele Bälle noch in der Luft, viele Fragen, die jetzt abzuwägen gilt. Und die Musik spielt in den USA. Danke dir vielmals.